Moin, ich bin Tobi, ich komme aus Winsenlohe und das ist mein Polo. Ja, das Ding mit dem Polo ist immer, es ist immer, wie gesagt, der kleine Bruder von Golf. Und es ist immer verpönt als Frauenauto. Ich habe das damals immer gehört. Guck mal hier, du mit deinem Frauenauto. Auch in meiner damaligen Clique. Und dann habe ich da einmal, damals konnte man das ja machen, habe ich einmal zu ihm gesagt, du komm, du sagst ja immer, ich habe ein Frauenauto, wir gehen mal ein bisschen austesten. Ich mit meinem Polo und du mit deinem Corrado. Naja, und sagen wir mal so, also der Original Polo mit G40 Lader hat seinen Corrado 16V Nummer sehr, sehr leicht stehen lassen. Und dann ab da war es dann halt aus. Aber es ist halt so, dass ein Polo immer ein kleines Auto ist und Komfort ist nun auch nicht gegeben. Du hast halt Go-Kart-Feeling. Und das ist das, was ich so ziemlich schätze an dem Auto hier. Du bist am... es gab diesen Polo nicht mit Leder. Es gab diesen Polo nicht mit elektrischen Fensterhebern. Servolenkung hast du nicht gesehen. Du hast quasi diesen absoluten Rohdiamanten, aus denen du etwas machst. Und das ist für mich Tuning. Tuning ist nicht für mich heutzutage nur ein bisschen Felge, Fahrwerk, Folie. Für mich ist Tuning und Veredelung, du nimmst einen Rohdiamanten und machst daraus etwas, das selbst Rolls-Royce sagen würde, jo, hätten wir auch gebaut. Ja, der Klang. Ich mag einfach den Klang vom G-Lader. Und dadurch, dass ich hier den Zahnriemenantrieb noch dran habe, ist der Klang natürlich noch geiler. Und auf einem 1,3 Liter Motor, ein G60, der das Volumen von einem, eigentlich für einen 1,8er Motor durch einen 1,3 Liter Motor durchpumpt. Also der Klang ist nicht nur vorne geil, sondern auch hinten. Der drückt schon richtig gut was raus. Mein Anfang habe ich mit dem ersten Polo gemacht, das hier ist mein zweiter Polo. Der erste Polo war ein 45 PS Polo. Mit dem musste ich dann halt immer nach Hamburg rein zur Arbeit. Und das war, ja, das Autobahn ist halt ein bisschen schwach gewesen, ne? 1 Liter 45 PS, da bist du immer der hinten mitschwimmt. Und in der Innenstadt hatte der echt Potenzial mit seinem Vierganggetriebe. Da bin ich schon ganz gut von der Ampel weggekommen. Aber es war halt nie das, was ich immer wollte. Und dann irgendwann nach der Bundeswehrzeit habe ich mir dann das Auto hier gekauft und habe den dann immer Stück für Stück verfeinert. Also ich habe das Auto auch schon seit 2002. Das war direkt nach der Bundeswehrzeit. Und da gibt es natürlich einige Ausbaustufen, wie zum Beispiel Pirelli-Felgen, dann die geschmiedeten SRD-Felgen, die ich drauf hatte, bis hin zu 16 Zoll BBS und jetzt halt die 15 Zoll BBS. Das ist halt immer so ein, was gefällt dir, und so wie die Ausbaustufe jetzt ist, gefällt es mir eigentlich mit am besten. Der war mal Unirot, LY3D, Tornado-Rot, wie das halt damals immer so ist. Ist dieses Rot auch ein bisschen ausgeblichen gewesen. Und Rot war damals nie die Farbe, wo ich gesagt habe, die finde ich geil. Heute ärgere ich mich ein bisschen. Der Wagen ist aber auch damals mal irgendwie in einer Hinterhoflackiererei lackiert worden und war nicht so gut. Also deswegen war das schon eine ganz gute Basis, die ich gekriegt habe, die ich mir dann halt durch meinen Job auch ermöglicht habe und selber lackieren konnte, da ich Lackierer bin. Und das hat echt Spaß gemacht, also den Wagen hier zu lackieren. Komplett so, wie er jetzt da steht. Ist halt damals auch, habe ich immer gesagt, das wird mal ein Auto, wo mir die Leute hinterher gucken. Und ich bin immer dadurch, dass ich in der Lehre war, immer ausgelacht worden. Aber ja gut, das Endergebnis sieht man ja jetzt. Die Leute fahren auf der Straße neben mir und du kriegst einfach von alten Leuten, wo du es nicht erwartest, einen Daumen nach oben. Und seien wir mal ehrlich, das ist doch das, was wir eigentlich am geilsten mitfinden an unserem Hobby. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads.
Also original hat der Motor ja mit dem G40-Lader 0,6 Bar Ladedruck. Ich bin da schon, wenn ich ganz ausgefahren habe, bin ich schon bei 1,2 Bar Ladedruck, also ungefähr das Doppelte. Und man sagt so, pro gekühlte Ladeluft, Richtwert ist also 0,1 Bar mehr, sind ungefähr 10 PS. Aber ich schätze mal, der hier hat auf jeden Fall 160 PS, wenn nicht sogar mehr. Der macht schon richtig Spaß auf den Straßen. Autobahn auch, aber ich fahre nicht so gerne Autobahn. Ich fahre lieber schön gemütlich Landstraße und mal irgendwo aus dem Dorf raus beschleunigen. Und da hörst du dann auch das Potenzial vom Lader, vorne mit dem Klang und hinten mit dem Klang. Das ist einfach mega. Fahrwerk und Felgen. Felgen, wie gesagt, ich hatte damals die 14 Zoll Pirelli Felgen drauf, musste dadurch, dass ich auf G60 umgebaut habe, musste ich halt auch die Bremse tauschen, deswegen habe ich die Golf 2 G60 Bremse vorne und hinten verbaut, dank Salzmann. Und da haben dann natürlich die 14 Zoll nicht mehr gepasst, weil eine 15 Zoll G60 Bremse, das passt nicht ganz. Und dann musste ich mich umorientieren und da hat mein Kumpel, Enno, hat niegelnagelneue SRD-Felgen im Schrank gehabt. Die waren noch nicht einmal verbaut, die mussten halt nur einmal richtig schön auf Hochglanz poliert waren, weil die nur glanzgedreht waren und beschichtet. Und das waren dann die ersten Felgen, die ich rauf gemacht habe. Leider ist dabei eine Kappe verloren gegangen. Und dann habe ich geguckt, welche Kappen kannst du nehmen. Und dann sind von den Porsche C2 Felgen die Kappen, die habe ich dann reingemacht. Die habe ich noch abdrehen lassen und reingemacht. Das sah ganz cool aus. Aber irgendwann war das dann halt so eine einteilige Felge. Du willst ein bisschen mehr. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe 16 Zoll BBS geholt. Die habe ich dann auch ein paar Jahre gefahren. Aber das war mir dann irgendwann zu hochbeinig. Und dann habe ich gesagt, nee komm, jetzt willst du 15 Zoll haben. Und wenn du schon eine mehrteilige Felge hast, dann willst du nicht wieder auf eine einteilige zurück. Heißt, du gehst wieder auf BBS. Und da habe ich ein richtig schönes Rad gefunden. Vorne 7x15 und hinten 7x15. Allerdings ist hinten eine andere ET als vorne. Deswegen sieht das so richtig schön breit aus. Und nicht so verloren hinten im Radhaus. Fahrwerk ist ein K&W Gewindefahrwerk. Ich habe das Auto damals mit Koni-Fahrwerk gehabt. Und das ist schon lustig gewesen, wenn du gefahren bist und deine Frau auf dem Beifahrersitz und du siehst wirklich, wie alles hüpft. Aber irgendwo ist das dann auch ein bisschen zu hart gewesen. Und dann habe ich, um das auch richtig einstellen zu können, habe ich damals gesagt, komm, die Höhe muss richtig eingestellt werden. Hol dir ein H&R Gewindefahrwerk. Das ist drinne. Und das fährt sich auch wesentlich komfortabler als das Koni-Fahrwerk. Innenraum ist natürlich so, dass ich Zusatzinstrumente haben wollte. Unter anderem Ladedruck, Öltemperatur, Ölanzeige, also Öldruck. Und die müssen ja irgendwo hin. Und ich fand das blöde, wenn die im Handschuhfach sind. Das Handschuhfach brauchst du ja auch. Ein Radio wollte ich auch nicht drauf verzichten. Und dann bin ich beigegangen und habe das Original-Armaturenbrett so bearbeitet, dass ich direkt unter dem Schacht die Schalter weggemacht habe, unter dem Radioschacht. Und da dann die Zusatzinstrumente reingesetzt habe. Das heißt, die sind sehr schön zentral in der Mitte. Ich kann, wenn ich fahre, einmal kurz hingucken und muss nicht groß im Auto rumgucken. Und dadurch, dass es natürlich jetzt blöde aussah, musste ich beigehen. Und dann habe ich das Ganze geschliffen, gefüllert und lackiert. Das war eine scheiß Arbeit, will ich auch nicht nochmal machen. Aber das Endergebnis finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Ich werde auch oft genug gefragt, blendet das gar nicht bei der Fahrt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich ein beiges Armaturenbrett, was wahrscheinlich geledert wäre oder so, das wird wahrscheinlich noch mehr blenden, als dieses dunkel lackierte in Wagenfarbe Armaturenbrett. Sitze sind Recaro Pole Position. Die habe ich damals sehr günstig gekauft. Die waren noch in meinem allerersten Polo, der mir leider kaputt gefahren worden ist. Und da hat mir meine Frau damals, da waren wir gerade mal
3 Monate zusammen. Da hat sie mir Geld geliehen, damit ich mir diese Sitze kaufen kann. Die habe ich dann bei ihr auch abgestottert. Und ja, die sind natürlich inzwischen geledert worden mit der ganzen Innenausstattung. Und ich wollte auch nicht dieses Raute-System haben, was wirklich jeder hat. Ich habe dann einfach Streifen genommen. Die habe ich bei einem anderen Kumpel gesehen in seinem Golf 3 in Rot. Und das fand ich geil. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch haben. Das hat nicht jeder. Das sieht schön oldschool aus. Das passt, kann ich mir gut vorstellen. Und das Ergebnis sieht man ja jetzt hier. Ne, das habe ich in den Türpappen, hinten in den Seitenteilen, auf der Heckklappe. Also Hutablage ist das auch alles. Und das finde ich richtig gut. Bügel ist ein Alu-Vichas-Bügel. War damals verbaut. Bringt nichts, sagen alle, ist mir egal. Ist halt verbaut gewesen, ist eingetragen und sieht schick aus. Bleibt drinne, finde ich nicht schlecht. Schrotgurte waren schon damals verbaut. Ich wollte die nochmal gegen schwarze tauschen. Aber um ehrlich zu sein, ich finde das jetzt gar nicht mal so schlecht mit den roten Schrotgurten. Das ist so ein kleines Gimmick, da fässt man nochmal die Farbe von den Rückleuchten auf. Ich war immer so, dass ich keine schwarzen Rückleuchten, gibt es ja so oder so nicht für den Polo. Wollte ich auch nie haben. Ich finde, hinten muss rot sein und vorne muss alles weiß sein an dem Licht. Und so habe ich das jetzt auch gehalten. Würde es rote Rückleuchten original geben, wären die hier schon längst verbaut. Aber so habe ich die G40 Rückleuchten verbaut. Also auch die englische, die ich mal sehr günstig geschossen habe. Und das ist so ein schönes, stimmiges Endergebnis. Die Spiegel, das sind Spiegel von einem italienischen Hersteller. Und zwar heißen die California. Werden auch bei eBay Kleinanzeigen unter California Spiegel geführt. Und die Spiegel sind tatsächlich auch beim Lancia Stratos dran oder beim Ferrari GTO, den damaligen Magnum Ferrari. Und ich fand die sind halt damals viel verbaut worden und ich fand die halt geil. Deswegen habe ich die verbaut, weil die damaligen Spiegel, als ich das Auto gekauft habe, das waren die Tropfenspiegel, da konntest du nichts drin sehen. Der war zu weit außen eingestellt, der war zu weit innen eingestellt. Das war das erste, was ich abgerissen habe. Es gibt noch so ein paar Sachen, die mich stören an dem Auto hier. Das sind zum Beispiel der Motorraum. Da würde ich noch ein bisschen Arbeit reinstecken, dass es noch mal ein bisschen schicker aussieht. Und den Heckausbau, den würde ich auch noch mal ein bisschen ändern. Der ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Das gefällt mir auch noch nicht ganz so. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Es war meine Überlegung da, ob ich ein Airwide-Fahrwerk einbaue. Aber ja, ich tue mich ein bisschen schwer, so viel Geld auszugeben. Und ob das denn gut fahrbar ist, weiß ich dann auch nicht. Ich habe schon mit einigen geredet. Ja, aber im Endeffekt steht der Wagen, so wie er hier steht, eigentlich ganz gut da, finde ich. Mir reicht das. Und man kriegt auch Feedback, wenn man jetzt auf Treffen ist. Gutes Feedback. Ja, das Auto ist nicht ganz alleine aus meiner Hand entstanden, weil es gibt halt Sachen, die ich nicht machen kann. Wie zum Beispiel Schweißen kann ich nicht. Und andere Sachen. In Thema Schweißen muss ich mich bei meinem Chefs bedanken. Thomas Kröger und Matthias Kröger, die mir meine Kotflügel vorne geändert haben. Dass ich natürlich ein bisschen breiter werde und die Felgen schön satt drinne stehen. Dann muss ich mich bei meinem Kumpel Enno bedanken, der mir sehr viel oft beigestanden hat mit einigen Sachen, wie zum Beispiel den jetzigen Ausbau. Und auch wenn ich andere Fragen habe, stand er immer dabei. Dann muss ich mich auch nochmal bei meinem damaligen Meister in der Lehre bedanken, der auch was geschweißt hatte. Herrn Baden. Ja, und bei meiner Frau möchte ich mich natürlich auch bedanken, die diesen Spirit vom Tuning und generell so mitmacht, dass man selbst den ersten Hochzeitstag in Holland auf ein VW-Treffen oder Car-Meeting verbringen kann, anstatt irgendwo am Strand zu liegen.
die auch mit mir zum Wörthersee fährt und sagt, eigentlich will ich nächstes Jahr mit dir an Palmen, aber ich glaube, wir fahren hier wieder her. Also das ist schon viel wert. Eine Frau, die ein Hobby toleriert und einen Menschen da drin bestärkt, das zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Kommentar da. Schreibt vielleicht, was ihr vielleicht noch ändern würdet an dem Wagen. Ich meine, das Auto ist so gebaut, wie ich mir das vorstelle. Aber es wird wahrscheinlich einige geben, die sagen, ach, ich hätte das so und so gebaut. Ich versuche darauf zu antworten. Ich bin sehr gespannt und abonniert den Kanal. Und wenn man sich auf ein Treffen trifft, sprecht mich gerne an. Sprecht gerne welche von meinen Jungs an, die Asphaltperlen. Wir sind immer begeistert, wenn man ins Gespräch kommt, weil dafür ist ja dieses Treffen da. Dafür ist diese Leidenschaft da. Wir kommunizieren halt gerne. Tschüss. Ich wollte halt gerne einen alten Motor mit moderner Technik halt aufbauen. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, dass ich den 5,6 Liter Motor gerne einbauen wollen würde.